Hallo ihr Lieben, ihr Tiramisu-Verrückten. Mein Tiramisu-Rezept, das ist jetzt übrigens 3 Jahre her, das ist so oft nachgemacht worden, wirklich so oft. Und das Rezept ist ja auch nach wie vor gut, aber wie bei jedem Gericht, bei jeder Süßspeise gibt es verschiedene Zubereitungsarten und auch verschiedene Varianten. Und ich habe eine neue Variante rausgefunden, mehr oder weniger, weil ich hatte Ricotta im Kühlschrank und habe dann eine Creme gemacht für Tiramisu, die mir so unglaublich gut geschmeckt hat. Und ich möchte euch das Rezept jetzt unbedingt zeigen. Und dafür, klassisch für Tiramisu, brühen wir jetzt zuallererst einen leckeren Kaffee. Auf Instagram habt ihr es ja schon mitbekommen, auf YouTube jetzt eher noch nicht so. Es gibt jetzt mein Kaffeeglück, das sind meine eigenen Kaffeebohnen, nach der Mischung, wie ich sie mag, nach dem Röstgrad, wie ich es mag. Und das Ganze wird regional bei uns um die Ecke, also ich kann vom Balkon aus dorthin gucken, dort wird das geröstet und die Bohnen kommen aus Brasilien. Ich werde euch das Ganze mal in die Infobox verlinken, dann könnt ihr euch gerne da nochmal durchlesen, was ich euch dazu geschrieben habe. Wir machen jetzt gerne weiter. Wie gesagt, habe ich hier eine Mischung aus Ricotta und ich nehme natürlich Mascarpone mit rein. Mascarpone bei Tiramisu muss meiner Meinung nach echt immer sein und Mascarpone ist sehr fetthaltig und Ricotta ist schon fast das Gegenteil. Ricotta kann man auch nicht mit Mascarpone oder mit Quark vergleichen. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Findet ihr auch in jedem gut sortierten Supermarkt. Also Kaufland hat es, glaube ich, auch sogar dauerhaft im Sortiment. Habe es zumindest immer dort gefunden. Und jetzt verrühre ich einfach Mascarpone, Ricotta, Zucker und Vanilleextrakt miteinander. Anschließend rührt ihr nach und nach etwas Sahne unter und nur ganz kurz miteinander verrühren und dann ist die Creme auch schon fertig. Ich verlinke euch natürlich wie immer alle ganz genauen Mengenangaben hier unten in die Videobeschreibung. Und es geht jetzt weiter. Der Kaffee ist schön abgekühlt und dann nehmen wir uns jetzt unsere Löffelbiskuits. Ganz wichtig, tunkt sie nur 2 Sekunden ein. Alles andere ist zu viel und sie werden matschig. Also 1, 2, rausnehmen, ein bisschen abtropfen lassen und dann in die Auflaufform geben. Tetris. Ich habe gerne Tetris gespielt, ja. Man merkt das auf jeden Fall. Als nächstes die Hälfte der Creme drauf verstreichen. Ich muss noch mal ganz kurz überprüfen, ob die auch wirklich lecker schmeckt. Leute, unbedingt ausprobieren. Das ist mega, mega lecker. So, die Hälfte drauf verstreichen und dann noch mal die zweite Schicht Löffelbiskuits dazugeben. Die Creme habe ich jetzt auch ein bisschen unregelmäßig verstrichen. Das soll so luftig aussehen. Also, ja, so finde ich es echt gut. Also, perfekt. Wir machen da jetzt Kakao drüber und da habe ich einen kleinen Trick. Ihr könnt euch Hülsenfrüchte nehmen, zum Beispiel rote Linsen, weil sonst kommt zu viel durch das Sieb und dann habt ihr so eine richtig dicke Kakaoschicht. Und also ich persönlich mag das nicht so. Daher einfach die Hülsenfrüchte in das Sieb, ein bisschen Kakao. Hey, das verstehe ich nicht, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Echt? Ja, okay, also ein bisschen Kakao und dann sieht man auch, kommt da nur noch ein bisschen so raus. fein, Genau. meinst du? Genau. Interessant. Und eigentlich ist es schon fertig, jetzt kommt es nur noch für 2 Stündchen in den Kühlschrank. So, nach dem Kühlen ist das Tiramisu dann im Kühlschrank, also ihr müsst es im Kühlschrank lagern, ist es dann 3 Tage haltbar, wenn nicht sogar 4. Ich glaube nicht, dass es so lange hält, weil es schmeckt einfach total gut. Also diese Kombination aus Ricotta
Und Mascarpone müsst ihr unbedingt mal ausprobieren und schreibt mir dann gerne in die Kommentare, ob euch meine andere Variante, da hatte ich nämlich Doppelrahm-Frischkäse und aufgeschlagene Sahne mit drin, ob die euch besser gefällt oder diese hier, weil ich glaube, wir haben über 500.000 Aufrufe für das alte Video. Also da habt ihr auch fleißig nachgemacht. Die haben auf jeden Fall weniger Fett drin, oder? Also eigentlich hast du recht, Ricotta ist relativ fettarm, aber wir haben trotzdem Mascarpone drin. Ja, ich weiß, aber weniger als Aber die weniger als, Version. genau, die vorherige Version, definitiv. Und cool finde ich auch, dass man hier die Sahne nicht aufschickt, sondern nur die Sahne mit dazu gibt, damit die Konsistenz so ein bisschen cremiger wird. Respekt, dass du keine Küchenmaschine benutzt hast. Ja, und man braucht auch keine Küchenmaschine dafür. Also ihr könnt es auf jeden Fall alle nachmachen. Ne? Ganz viel Freude beim Nachmachen und ja, abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Video. Tschüss, eure Kiki. Okay, und der Hamza. Okay, der Hamza.